In nicht mal einem Monat werden Apples neue iPhones vorgestellt. Ich habe mir die aktuellen Gerüchte mal etwas genauer angeschaut und wie es aussieht, erwarten uns dieses Jahr einige größere Upgrades. In diesem Jahr könnte uns eine der größten Designänderungen seit langem bevorstehen. Der gesamte Grundaufbau soll sich grundlegend ändern und so wie beim iPhone 14 und 14 Plus soll das dazu führen, dass Reparaturen wesentlich einfacher zu machen sind. Deshalb könnten die Preise beispielsweise für die Reparatur einer gesprungenen Rückseite enorm sinken. Der Leaker Unknown Z21 hat angeblich Beweise dafür, dass Apples High-End-Modelle ein neues Design mit einem Gehäuse aus Titanium erhalten sollen. Titanium ist widerstandsfähiger und leichter als Edelstahl. Weniger Gewicht würde den Pro-Modellen, vor allem dem Max-Modell, definitiv gut tun. Und so schön das flache, kantige iPhone-Design doch ist, es ist mittlerweile einfach langweilig geworden. Nun soll das neue Design eine Mischung aus dem runden iPhone 6 Design sein und aus dem aktuellen flachen Design. Die Kanten werden also leicht abgerundet. Dank diesen Neuerungen könnte das iPhone endlich wieder angenehm zu halten sein. Außerdem sollen die Displayränder im Vergleich zu den 14 Pros um 30% dünner werden. Krass ist der Unterschied jedoch im Vergleich zu einem iPhone 11. Es hat sich doch einiges getan. Größere Veränderungen werden beim Mute Switch erwartet. Dieser soll nämlich einem Action-Button weichen, ähnlich wie bei der Apple Watch Ultra. Es soll kein richtiger Button sein, den man reindrücken kann, stattdessen soll Haptic Feedback, also der Vibrationsmotor, das Drücken nachahmen und fühlbar machen. Hoffentlich kann man die Funktion des Action-Buttons seinen eigenen Bedürfnissen anpassen und ist dabei nicht zu limitiert. Richtig cool wäre ortsabhängige Funktionen, wie zum Beispiel, dass wenn ich im Auto sitze, der Button Karten oder Google Maps öffnet. Oder im Zug Spotify, in den Bergen die Kamera. Ihr versteht, was ich meine. Die Möglichkeiten sind unendlich. Ich persönlich würde den Action-Button dazu nutzen, um Google Assistant zu öffnen. Doch das werden wir dann sehen, ob das möglich ist. Geladen werden die 2023er iPhones über USB-C. Müssen sie ja bald, zumindest in der EU. Doch laut den Gerüchten soll Apple USB-C auch weltweit verbauen. Einige Leaks deuten darauf hin, dass die Standardmodelle nur USB 2.0 Geschwindigkeiten unterstützen, wie Lightning bisher. Die Pro-Modelle hingegen könnten sogar Thunderbolt 3 unterstützen und somit einen Datentransfer von bis zu 40 Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Damit könnten die riesigen ProRes-Videodateien endlich vernünftig übertragen werden, was eigentlich schon immer so hätte sein sollen. Und ganz ehrlich, es wird einfach Zeit, dass USB-C überall zum Standard wird. Ein Kabel für alles macht so vieles einfacher. iPhone-Kameras sind ja schon ziemlich gut. Doch wisst ihr, was mich schon immer gestört hat? Dass man nicht näher heranzoomen kann. Und ich meine damit nicht den digitalen Zoom, sondern ich meine einen optischen verlustfreien Zoom. Wie oft ich das im Urlaub schon hätte gebrauchen können. Und da habe ich gute Neuigkeiten. Mein Wunsch geht ziemlich sicher in Erfüllung. Das Gerücht, dass das iPhone 15 Pro Max eine Periskopkamera bekommen könnte, wurde nun schon von mehreren Leakern bestätigt. Und ja, leider habt ihr richtig gehört. Nur das Max-Modell bekommt den größeren Zoom. Die neue Periskopkamera ermöglicht einen 5- bis 6-fachen Zoom. Die besten Fotos macht jedoch immer noch die Standard-Weitwinkelkamera. Die normalen iPhone 15 Modelle sollen nun auch einen 48-Megapixel-Sensor mit einer Blende von f1.8 erhalten. Er soll 27% größer sein als sein Vorgänger. Was ich mir wünschen würde, ist, dass Apples RAW-Format ProRAW auch bei den Standard-iPhone-Modellen enthalten ist. Das ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Laut den Leaks sollen die Pro-Modelle Sonys neuen IMX903 enthalten, der ebenfalls mit 48 Megapixel auflöst. Der Sensor ist mit 1 zu 1,14 Zoll nochmal deutlich größer als der IMX803 im iPhone 14 Pro. Die Blende soll ebenfalls mit f1,7 etwas größer werden. Das sorgt für mehr Details und eine bessere Lowlight-Performance. Doch am Ende macht die Software den größten Unterschied in der Bildqualität aus. Es wird sich also zeigen, wie viel besser die Fotos tatsächlich werden. Befeuert werden die Standard iPhone 15 Modelle mit dem A16, den Chip aus dem letzten Jahr. Die Pro-Modelle erhalten jedoch das Upgrade auf den neuen A17 Bionic. Dieser soll in TSMCs 3-Nanometer-Verfahren hergestellt werden. Das ermöglicht eine Effizienzsteigerung von bis zu 30%. Ein geleakter Geekbench 6 Score vom A17 zeigt enorm hohe Werte.
Der A17 hat laut dem Leak eine 30% höhere Single-Core und 18% höhere Multicore-Performance im Vergleich zum A16. Außerdem soll die Grafikeinheit einen weiteren GPU-Kern erhalten, was mit der Effizienzsteigerung zusammen für einen deutlichen Leistungsboost sorgen soll. Unterstützt werden die neuen Prozessoren von 6 GB RAM, wie das schon im iPhone 14 der Fall war. Ich ziehe eine bessere Akku-Performance einer besseren Leistung immer vor. Denn sind wir mal ehrlich, die iPhones haben genug Leistung. Aber die Akku-Performance könnte vor allem beim iPhone 14 Pro deutlich besser sein. Es scheint jedoch so, dass sich Apple für mehr Leistung entscheidet. Und das finde ich schade. Denn mehr Leistung bringt den wenigsten Nutzern einen wirklichen Vorteil. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass sich die Akku-Performance verbessern wird mit dem neuen A17. Ich habe leider auch schlechte Neuigkeiten für euch. Anscheinend gibt es Produktionsprobleme bei den Displays des 15 Pro Max Modells. Laut der Website TheAlec bereiten die dünnen Displayränder Probleme bei der Herstellung des Panels. Auch die Periskopkamera bereitet zusätzliche Probleme. Das könnte die Verfügbarkeit vor allem bei Release stark mindern. Schon letztes Jahr hat Apple weniger Smartphones verkauft als angenommen. Dieses Jahr geht man davon aus, dass die Nachfrage weiter sinken wird. Deshalb soll der Preis wieder steigen. In den USA um $100. Wie sich das auf die Preise in Europa auswirkt, wird sich dann noch zeigen. Doch was denkst du über die Preiserhöhung und über die neuen iPhones? Schreib es uns doch gerne in die Kommentare. Und falls dir das Video gefallen hat, gib gerne ein Like, abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Das war's mit dem Video. Macht's gut, Freunde, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.